Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, hier sitze ich wieder mit einem neuen Thema. Und zwar, das habt ihr wahrscheinlich schon am Titelbild erkannt, es geht um die Schwangerschaft und die Geburt meiner Sechslinge. Ja, es gibt super viel zu erzählen über die Schwangerschaft, was alles passiert ist, wie ich im Krankenhaus war, das Krankenhaus gewechselt habe, wie die Geburt war. Es wird super, super lang, deswegen weiß ich noch nicht genau. Wahrscheinlich werde ich lieber 2 Teile draus machen, weil ansonsten wird das viel zu lang. Deswegen habt Verständnis, dass ich dann lieber 2 Teile draus mache. Ansonsten könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen. Kommen wir zu dem heutigen Thema, und zwar das Thema die Schwangerschaft und die Geburt meiner Sechslinge. Nehmt euch auf jeden Fall einen Tee oder einen Kaffee, was zu knabbern, stellt es euch hin. Ich glaube, es wird ein bisschen lang. Also ich habe mir schon extra Taschentücher hingestellt, weil ich weiß, wenn ich über dieses Thema spreche, ich habe noch nie es geschafft ohne Wein. Also egal, ob es jetzt fürs Fernsehen war, für ein Zeitungsinterview oder regelmäßig in meinen Instagram-Live-Videos, werde emotional, wenn ich darüber spreche. Es war auch sehr emotional, eine sehr emotionale Zeit, viele emotionale Situationen. Deswegen will ich auch nicht lange drum herum reden, legen wir mal los. Am besten erst das Video angucken, wo ich einmal über mich erzähle, dann wisst ihr auch so ein bisschen, worum es geht, noch ein bisschen besser. Also ich habe ja meine erste Tochter 2004 bekommen, das auch mit Hilfe einer Hormonbehandlung, weil ich leider unter PCO leide und auf den natürlichen Weg nicht schwanger werden konnte. Aber Gott sei Dank ging es trotzdem bei mir sehr, sehr schnell. Das heißt, ich habe nur Hilfe in Form von Hormonen gebraucht. Ja, als Medium 3 Jahre alt war, fing sie an, uns zu nerven. Mama, Papa, ich will auch ein Schwesterbaby oder Bruderbaby, weil ihre beste Freundin im Kindergarten auch ein Geschwisterchen bekommen hatte. Und dann dachten wir auch mit meinem Mann, naja, okay, wir wollen nicht so einen großen Abstand haben zwischen den Kindern. Eigentlich war meine ursprüngliche Planung sowieso eigentlich so recht hintereinander das zweite Kind zu bekommen, weil ja, ich finde es halt immer schön, wenn ein Kind gleich mit einem Geschwisterchen zusammen aufwächst. Aber ja, als ich meine erste Tochter bekommen habe, habe ich gemerkt, naja, so ein Kind ist doch nicht so einfach. Deswegen, ja, hat das Ganze dann doch etwas länger gedauert. Und ich habe gesagt, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Aber ja, als dann Miriam uns angefangen hat zu nerven, haben wir gesagt, okay, gut, dann starten wir mal, weil wer weiß, wie lange das Ganze wieder dauern wird. Man weiß ja nicht, wenn man eben Probleme hat, schwanger zu werden, wie lange sowas halt dauern kann. Von daher haben wir es dann erstmal versucht, ganz normal, was dann natürlich wieder eine Zeit lang eben dann nicht geklappt hat. Dann hieß es halt wieder in die Kinderwunschklinik. Und da war eigentlich das gleiche Prozedere wie auch bei meiner ersten Tochter. Das heißt, ich habe Hormonspritzen bekommen. Die hat mir dann mein Mann immer zu Hause gespritzt. Ich konnte mir selber keine Spritzen spritzen. Und das wurde dann immer beim Frauenarzt dann kontrolliert, wie weit die Eireifung ist. Und dementsprechend wurde dann auch mit einer Spritze der Eisprung ausgelöst. So, jetzt ist das so. Also schon auch bei meiner ersten Tochter, wie gesagt, hatte ich ja schon die Hormonbehandlung, wurde man halt aufgeklärt, dass wenn man halt diese Hormone bekommt, dass das ein Mehrlingsrisiko besteht. Ja, also da wird man halt aufgeklärt und zu meiner Zeit, ich meine, ich war damals noch sehr jung, damals war das auch noch so ganz anders, man war nicht ganz so informiert, sage ich jetzt mal, über das Ganze. Ja, man hat sich nicht so viele Gedanken gemacht. Ich hatte zwar viele auch in meinem Umfeld, auch welche, die Probleme hatten, Kinder zu bekommen, die künstliche Befruchtung hatten und sowas alles. Deswegen wusste ich halt in meinem Fall auch immer nicht, wie lange ja, wird denn sowas dauern. Genau, und da ich ja bei meiner ersten Hormonbehandlung ja ein Kind bekommen habe, die Medium, habe ich mir dann auch bei der zweiten nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt eventuell Mehrlinge kriege, sondern wir haben halt ein Kind uns gewünscht und geplant. Es war also das gleiche Prozedere wie bei meinem ersten Kind. Ich habe Hormonspritzen bekommen, wie gesagt, zu Hause. Mein Mann hat sie mir schön in den Bauch gespritzt. Dann wurde beim Frauenarzt regelmäßig kontrolliert. Die Eierstöcke wurden angeguckt, wie weit die Eizellen gereift sind. Dementsprechend wurde dann entschieden, wann der Eisprung ausgelöst wird. Bei Medium ging das Ganze super, super schnell. Ich war nach 2 Monaten schon schwanger. Also beim ersten Monat hat irgendwie nicht geklappt und nach dem zweiten Monat Hormonbehandlung war ich dann auch schon schwanger. Und dann bei der zweiten Schwangerschaft hatte das dann diesmal irgendwie länger gedauert. Das verging
3 Monate und es hatte sich nichts getan. Ich wurde nicht schwanger. Dann musste ich irgendwie 1 Monat aussetzen, weil die Medium mich mit Scharlach angesteckt hatte. Da war ich super krank. Und dann war es, glaube ich, der 4. Monat musste es gewesen sein. Genau, als ich dann schwanger wurde. Die Frauenärztin hat mit dem Ultraschall meine Eierstöcke sich angeguckt und zu dem Zeitpunkt hatte ich jeweils 2 reife Eizellen, jeweils rechts und links. Genau, rechts und links hatte ich jeweils 2 reife Eizellen, wo sie dann so meinte, okay, das sind jetzt jeweils 2 Eizellen, da wäre jetzt ein erhöhtes Risiko für eine Mehrlingsschwangerschaft. Das war das Einzige, was sie halt zu mir meinte. Davor kann mich gar nicht erinnern, bei Medium, wie viele reife Eizellen hatte oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich, dass es 4 reife Eizellen waren. Jeweils 2 rechts und links. Da meinte sie halt eben, dass das jetzt ein Risiko bestünde, dass es eventuell Mehrlinge werden könnten und wir uns überlegen sollen, ob wir das Ganze jetzt abblasen, den Monat, oder ob wir weitermachen und dieses Risiko eingehen. Dann waren wir halt zu Hause, haben mit meinem Mann gesprochen, was ist jetzt? Das sieht da jetzt aus nach Mehrlingsrisiko. Und für uns war jetzt dieses Aussage, ja, Mehrlingsrisiko, war so, Zwillinge. Wir dachten, oh, okay, also sie hatte ja auch nicht gesagt jetzt, dass es jetzt Vierlinge werden könnten oder so, sondern einfach nur dieses Mehrlingsrisiko. Und wir dachten so, ja, okay. Also mein Mann meinte auch in dem Moment so, Zwillinge, das wäre ja ganz toll, wo ich dann zu ihm meinte, sag mal, bist du denn verrückt? Wie soll ich denn auf 2 Kinder, 2 Babys aufpassen? Nee, und bloß nicht. Wir dachten, wir gingen davon aus, eventuell es könnten Zwillinge werden. Und weil es diesmal schon so mehrere Monate gedauert hat und so, dachten wir so, okay, ja, ich meine, wenn sie uns das so überlässt, dann denken wir, ach, passiert schon nichts in dem Sinn. Im schlimmsten Fall bekommen wir Zwillinge. Das war so das, was wir halt dachten. Hätte die Ärztin damals gesagt, das war ja das, was dann auch ein bisschen so kritisiert wurde, damals von anderen Ärzten, auch in den Medien und so, hätte damals meine Frauenärztin gesagt, Frau Themis, hören Sie zu, es ist ein sehr hohes Risiko, dass Sie mehr als Zwillinge bekommen. Wir lassen es lieber, dann hätte ich auf Sie gehört. Also dann hätte ich gesagt, nee, also weil ich, wie gesagt, ich hatte ja schon Angst davor, überhaupt Zwillinge zu bekommen. Aber sie hat das halt nicht so gesagt, ne? Sie meinte, ach, ist ein bisschen erhöht, das Risiko eventuell für Mehrlinge, müssen Sie entscheiden. Naja, was haben wir entschieden? Wir haben gesagt, wir machen weiter. 4 Monate hat es gedauert, irgendwie, es hat sich nicht getan, haben wir uns nichts bei gedacht, machen wir, okay, wir ziehen es durch. Dann war es halt eben so, Spritze bekommen zum Auslösen des Eisprungs und ja, dann abwarten und ja, das Erste, was man dann halt macht, immer wenn man diesen Prozedere Kinderwunsch ist dann halt als erstes Frauenarzt wieder gehen, Blut abgeben, Schwangerschaftstest. Ne, das würde man jetzt mit einem regulären Schwangerschaftstest wahrscheinlich gar nicht sehen. Beim Arzt geht das Ganze ja viel schneller. Bevor ich eben Blut abgegeben habe, ist die Regel eben ausgeblieben. Das hieß schon, okay, eventuell, es könnte sein, dass es geklappt hat. Also ging es zum Blutabgeben zum Frauenarzt. Blut abgegeben und dann auf den Anruf gewartet. Dann kam der Anruf, herzlichen Glückwunsch, Frau Themis, Sie sind schwanger. Und da haben wir uns natürlich super gefreut, immer noch irgendwie gar nicht diesen Gedanken dran verschwendet, sind es jetzt Zwillinge oder so geworden? Gar nicht. Also wir hatten überhaupt gar nicht diesen Gedanken, über Mehrlinge, weil wie gesagt, wir das gleiche Prozedere bei unserer ersten Tochter hatten und überhaupt nicht sowas im Raum stand und dann war es halt nur so kurz angedeutet, bei der zweiten eben könnten eventuell Mehrlinge werden, aber auch nicht und dann haben wir eben gar nicht daran gedacht, waren dann happy, yeah, es heißt jetzt schwanger und wir haben uns auf unser zweites Kind dann gefreut. Ja, so circa 2 Wochen später hieß es dann, zum ersten Ultraschall zu gehen. Ich kenne das halt von der ersten und eben auch von der zweiten Schwangerschaft, dadurch, dass das Ganze ja direkt begleitet wurde von der Frauenärztin. Ja, war man immer sehr, sehr früh dort. Das heißt, gleich in der zweiten Schwangerschaftswoche gleich Ultraschall gehabt und dort beim ersten Ultraschall hat man dann natürlich noch nicht die Babys gesehen, sondern nur die Follikel. Im ersten Ultraschall meinte sie dann, es sieht aus, als hätten wir jetzt hier 4 Fruchthüllen. Ne? Man hat die Babys halt drinnen noch nicht gesehen, weil es noch so früh war, aber es waren halt 4 Fruchthüllen zu sehen. Und da meinte sie halt zu mir, Frau Themis, es sieht aus, als wären es Vierlinge. Und das war natürlich ein sehr, sehr großer Schock, wo ich dann auch gar nicht wusste, was ich sagen soll.
Frauenärztin hat da eigentlich auch in dem Moment gar nicht jetzt viel gesagt. Ich kann mich auch gar nicht, glaube ich, vielleicht auch gar nicht mehr erinnern, was sie so gesagt hat. Aber ich glaube, sie hat nicht viel gesagt. Sie meinte, es ist ja noch sehr, sehr früh, aber es sieht erstmal es sieht nach Vierlingen aus. Und ja, dann bin ich halt nach Hause und musste das erstmal verdauen und habe dann auch ganz schön doll geweint, weil wie gesagt, ich hatte schon Angst überhaupt auch vor Zwillingen und dann hieß es sieht nach Vierling aus. Ich meinte dann halt nur zu meinem Mann, ja, wie sollen wir das denn schaffen? 4 Babys und so. Also das war ein ganz großer Schock, den wir erstmal verdauen mussten. Nachdem wir den ersten Schock verdaut haben, dass wir wahrscheinlich Vierlinge bekommen, ging es 2 Wochen später zum nächsten Ultraschall. Beim nächsten Ultraschall dann aber kam dann der größte Schock überhaupt, indem wir geguckt haben, ne, ich meine, ich habe ja auch auf den Screen immer geschaut, ne, und dann meinte sie, oh nein, es sieht sogar nach 6 aus. Also man hat dann halt schon die 6 Follikel gesehen. Es war noch einigermaßen gut zu erkennen auf dem Ultraschall, wobei es schwer war, das jetzt auf einem Ultraschallbild einzufangen. Ich blende euch mal hier ein Bild ein. Da sieht man das so ein bisschen, weil wenn man so mit dem Ultraschall halt so sich bewegt, sieht man halt nicht den ganzen Bauchraum, sondern eben, das war halt immer schwer zu erkennen, aber sie meinte dann, es sieht halt aus nach Sechslingen und ich glaube, sie war nicht weniger geschockt als ich, so dass ich auch da kann ich mich kaum noch erinnern, wie sie da reagiert hat. Ich weiß nur, dass sie schon da diese Andeutung gemacht hat, dass sie meinte, ja, Frau Themes, denken Sie darüber nach, ob Sie das möchten, ob Sie das wollen. Ich weiß nicht, ob sie schon da genau auf Abtreibung so gesprochen hat. Wie gesagt, ich glaube, der Kopf war auch da in dem Moment schon abgeschaltet, aber ich weiß, dass da schon diese Andeutung kam, zu sagen, überlegen Sie, was Sie machen möchten. Dann war es so, der Schock war in dem Moment nicht so wie bei dem, wo sie als erstes gesagt hat, es sieht aus wie nach Vierlingen. Dann war ich nicht, nach dem zweiten Ultraschall war ich nicht geschockt, so, es sieht aus, ich bekomme Sechslinge, sondern da war es was ganz anderes. In dem Moment war es für mich, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's nicht. Es gibt keine Sechslinge auf der Welt. Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Ich war in dem Moment einfach, bin ich davon ausgegangen, meine ganze Schwangerschaft geht zunichte. Das, was da jetzt gerade heranwächst, wird irgendwie gar nicht gehen. Also ich war in dem Moment einfach eben nicht in der Situation, oh mein Gott, ich krieg jetzt Sechslinge, sondern wie, das geht gar nicht, das gibt's gar nicht. Das war eigentlich meine Reaktion. Ich bin dann halt eben raus aus der Praxis und ich habe auch als allererstes meine Mama angerufen und sie da ins Telefon geweint und meinte, wie, das geht gar nicht, gibt's gar nicht und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich bin auch als allererstes, sorry, die Geräusche, das sind unsere Katzen. Nicht wundern, falls ihr so Krach ab und zu hört. Die sind hier gerade im Turbomodus. Und als erstes, was ich gemacht habe, ich bin damals zu einer Freundin gefahren. Wir hatten damals noch keinen Internetanschluss und ich wusste mir nicht anderes zu helfen, als überhaupt erstmal zu googeln, weil ich der Meinung war, das gibt's nicht, das geht gar nicht und ich wusste nicht, was ich machen soll und bin, wie gesagt, erstmal zu meiner Freundin gefahren und habe dann Sechslinge eingegeben und gegoogelt und damals eben ein paar Berichte gelesen. Hauptsächlich war das ja aus dem Ausland, also das meiste war dann eben so in Amerika, was ich gelesen habe. Genau, hier in Deutschland gab es zu dem Zeitpunkt, es gab es einmal, das war im Jahre, oh mein Gott, das ist jetzt mittlerweile über 30 Jahre her, eine Sechslingsgeburt. Dabei ist kurz nach der Geburt die Mutter gestorben, leider, und auch ein Kind hat es nicht überlebt, sind am Ende zu 5. Also 5 von den Sechslingen haben überlebt. Ich habe das Gott sei Dank damals nicht gefunden, diese Beiträge, dass das in Deutschland war, sondern eben nur so Sechslingsgeburten aus dem Ausland. Aber ich habe in dem Moment halt gesehen, oh, okay, also das gibt es anscheinend und habe mir die Berichte ganz intensiv durchgelesen und in welcher Schwangerschaftswoche und sind die Kinder gesund zur Welt gekommen und Frühchen und so weiter. Habe mir alles ganz genau durchgelesen und habe dann gemerkt, anscheinend gibt es sowas. Also eventuell ist es möglich, Sechslinge zu bekommen. Ja, trotzdem halt viel geredet mit Familien, Bekannten, Freunden, mein Mann und so weiter. Und für mich hat da zu dem Zeitpunkt
Also für mich war dieses Thema so Abtreibung überhaupt gar nicht. Also es existierte bei mir gar nicht dieser Gedanke, irgendwie diese Kinder töten zu lassen, diese Kinder abtreiben zu lassen. Also diesen Gedanken hatte ich überhaupt nicht. Den einzigen Gedanken, den ich hatte, war, dass eventuell in den ersten 3 Monaten, also ich war darauf eingestellt, dass eventuell diese ganze Schwangerschaft kaputt geht. Also dass das viel zu viel für den Körper ist, dass es gar nicht möglich ist, und wenn es nicht sein soll, habe ich auch gesagt, dann wird es in den ersten 3 Monaten, wird es von Natur aus zum Schwangerschaftsabbruch kommen oder dass eventuell einzelne Eizellen einfach abgehen in dem Sinne. Also darauf war ich eingestellt, dass in den ersten 3 Monaten eventuell solche Situationen passieren werden könnten. Aber jetzt nicht in der Hoffnung, dass es passiert oder so, aber ich war halt darauf eingestellt. Ansonsten habe ich gesagt, okay, anscheinend, es ist aber auch möglich, Sechslinge zu bekommen. Aber große Hoffnung war ich da in dem Moment auf jeden Fall noch nicht. Ich habe eher dran gedacht, wahrscheinlich wird es von Natur aus, von meinem Körper irgendwie, dass es wahrscheinlich nicht klappt und ich mich auch emotional darauf eingestellt habe, dass die ganze Schwangerschaft eventuell kaputt geht und ich gar kein Kind erstmal bekomme. Ja, und in so einer ähnlichen Situation waren wir dann auch in dem Moment. Ich war ungefähr Ende 7. Schwangerschaftswoche, als ich dann Blutung bekommen habe. Also es waren jetzt keine starken Blutungen, aber ich habe Blutung bekommen und habe mich dann erschreckt und bin dann ins Krankenhaus gefahren. In diesem Krankenhaus kannten die Leute mich noch nicht, wussten nicht, also was los ist. Ich habe dann erklärt, dass ich halt mit Mehrling schwanger bin, wir noch nicht, dass es nach Sechsling aussieht und dass ich gerade Blutung habe und so weiter. Und der Arzt war da komplett, ganz durcheinander und der hat sich gewundert, was ist denn hier los? Auf jeden Fall, hat er einen Ultraschall gemacht und er hat dann wohl 5 Follikel gezählt. Also er hat dann halt durchgeguckt, wie gesagt, es ist halt sehr, sehr schwer gewesen, immer mit dem Ultraschall das so gut zu erkennen. Aber er meinte, es sieht nach 5 Follikeln aus, nicht nach 6. Und dann meinte ich, aber die Ärztin hat vorher 6 gesehen. Und dann meinte er auch, vielleicht ist jetzt eben 1 abgegangen. Also wir dachten dann, dass durch die Blutung, die ich dann hatte, dass ein Follikel eben abgegangen ist und dass es dann 5-Linge werden. Das war dann der zweite Stand. Im regelmäßigen Abstand ging es dann wieder zu meiner Frauenärztin, die dann wieder einen Ultraschall gemacht hat. Und wir haben dann immer gemeinsam, die hat halt mit dem Ultraschall immer versucht zu gucken, ne, weil die Babys sind ja auch dann gewachsen und dementsprechend war es ja noch schwerer, das Ganze zu erkennen, zu gucken, ne, das ist jetzt das eine Kind und dann schaltet sie weiter und das ist jetzt das zweite, dann kommt das dritte. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr schwer zu erkennen gewesen. Sie hat halt gezählt, ich habe mitgezählt. Sie hat dann auch gemeint, es sieht nach 5 aus, nicht mehr nach 6. Also sie war dann auch der Meinung, wahrscheinlich ist 1 abgegangen. Ich war aber der Meinung, ich habe 6 gezählt. Also das war dann auch so. Sie meinte dann, das sieht nach 5 aus. Ich meinte, ich glaube, ich habe aber dann einen 6. Kopf gesehen. Meinte ich dann so zu ihr. Und dann meinte sie, gehen Sie am besten ins Krankenhaus. Ne? Normalerweise geht man ja als Schwangere so ungefähr im 5. Monat. Da hat man ja diese große Ultraschalluntersuchung, wo noch mehrere andere Tests und Ultraschall gemacht wird, wo der große Ultraschall gemacht wird und auch andere Tests man machen kann, wo Sie ein besseres Gerät haben, wo man mehr erkennen kann. Deswegen meinte sie zu mir, gehen Sie am besten ins Krankenhaus, lassen Sie sich da nochmal untersuchen. Dort können Sie das besser sehen als ich mit meinem eben Ultraschallgerät. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir. Ich war in dem Moment in der 15. Schwangerschaftswoche, in der Ungewissheit, ob es jetzt 5 oder 6 sind. Dann sind wir ins Krankenhaus gegangen. In der 15. Woche, es war sowieso, das war dann ja das zweite Mal, dass ich in diesem Krankenhaus war. Es war so eine komische Atmosphäre, weil als ich mich da angemeldet habe, als sie in meinem Mutterpass geguckt haben, da waren halt man da 5-mal Herz, 6-mal Herz, was auch immer sieht, die haben uns angeguckt, als wären wir so Außerirdische. Ich weiß nicht, ich habe mich ganz, ganz komisch gefühlt. Haben auch die Schwestern meine Anmeldung so voll getuschelt und so, eine ganz komische Atmosphäre. Auf jeden Fall 15. Schwangerschaftswoche bin ich dann dahin. Dann kam die Ärztin und meinte, gut, ich schaue mir jetzt mal das Ganze an mit ihrem besseren Ultraschall. Sie hat dann angefangen, mit dem Ultraschall als erstes die Kinder durchzuzählen. Sie hat dann einmal durchgezählt und meinte, es sieht nach 6 aus. Also sie hat dann wirklich bestätigen können mit ihrem besseren Ultraschall, ja, es sieht nach 6 Föten aus. Dann hat sie sich
Überlegt mal bitte, in der 15. Schwangerschaftswoche, ich kenne das ja von meiner ersten Schwangerschaft, ne, ab wann man so Geschlecht sieht und so weiter. Sie hat mir in der 15. Schwangerschaftswoche, sie hat jedes Kind einzeln sich angeguckt, in dem Sinne, sie hat geschaut, hat jedes Kind 5 Finger, 5 Zehen, an jeder Hand, an jedem Fuß, sind die Nieren ausgebildet, ob schon die Kinder einfach gut entwickelt sind oder ob man da schon sagen könnte, da sind schon irgendwelche Fehlbildungen oder Entstellungen oder sonst irgendwas. Sie hat jedes Kind einzeln untersucht, dass jedes Kind gut aussieht, gut entwickelt aussieht. Sie konnte mir schon 5 Geschlechter nennen von den 6 Babys. Bei einem war sie sich nur unsicher. Da wusste sie nicht ganz genau, ob es ein Junge oder Mädchen ist. Aber sie konnte mir von den anderen 5 schon die Geschlechter sagen. Wie gesagt, einzeln angeguckt, gesagt, sieht so gut aus, Nieren sieht gut aus, Finger sind dran, Zehen sind dran, alles super, toll. So untersucht, so schön. Und dann guckt sie mich an. Und das sind die wahren Worte, die sie zu mir gesagt hat. Frau Themes, denken Sie nicht, dass Sie nur ein Kind gesund nach Hause bekommen, wenn Sie die nicht teilabtreiben. Entweder werden die Kinder bei der Geburt sterben. Wenn sie nicht sterben vorher, dann werden sie schwerst behindert sein. Es gibt keine Chance, dass diese Kinder so in diesem Zustand überleben. Sie werden das nicht schaffen. Als sie das zu mir gesagt hat, da war schon bei mir alles weg. Also ich habe dann nur noch geweint. Mein Mann war so voll geschockt, weil wie gesagt, sie macht so Ultraschall und sieht alles gut aus und Geschlechter und so und wir so, oh, toll und tralala. Und dann plötzlich so knallhart. Und was ich am schlimmsten fand, war einfach das, dass sie mich vorher gar nicht gefragt hat. Frau Themes, haben Sie sich schon aufgeklärt? Wurden Sie aufgeklärt über die Teilabtreibung? Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht? Sie hat mich nichts darüber gefragt. Sie hat direkt gesagt, ja, ich weiß ja, Sie wegen Ihrem Glauben, Sie wollen das nicht machen, aber so und so. Und im Nachhinein, als ich das nochmal alles verdaut habe, ich war einfach so sauer, weil natürlich habe ich mir Gedanken gemacht. Natürlich, bevor ich da hingegangen bin, habe ich auch das gegoogelt. Ich habe gegoogelt, wie sieht denn so eine Abtreibung, also sowieso Abtreibung nicht, aber dieses Wort Teilabtreibung habe ich gegoogelt. Und als ich nur gelesen habe, allein, dass dem Embryo mit der Nadel ins Herz gestochen wird, damit die einzelnen Embryos halt abgehen und dabei nicht die anderen geschädigt werden, das hat mir schon gereicht. Diese Vorstellung, mit einer Nadel dem Embryo ins Herz zu stechen, ist für mich die Vorstellung, wie wenn ich jetzt ein Messer nehmen würde und das einem Menschen ins Herz stechen würde. Das hat für mich, diese Vorstellung alleine hat schon gereicht, dass ich mir da gar nicht diese Gedanken drüber gemacht habe. Also für mich war dieser Gedanke, ich konnte mir diesen Gedanken einfach nicht vorstellen, das zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Also diese Vorstellung. Mich hat an dieser Situation einfach im Nachhinein so sehr gestört, einfach, dass man mich nicht als Mensch gesehen hat, als Mutter gesehen hat, als Frau, die Gefühle hat, die vielleicht mit so einer Entscheidung nicht leben kann. Weil ich habe für mich selber einfach entschieden gehabt. Ich wusste nicht, ob ich 6 gesunde Kinder auf die Welt bringen kann. Ich wusste es nicht. Ich war mir dessen bewusst, dass es schief gehen kann. Also mir war es bewusst, dass ich sogar eventuell behinderte Kinder kriegen kann. Aber ich fand es einfach so schlimm, dass man nicht menschlich auf mich zukam, verstehen kann, dass ich einfach als Mensch, als Mutter, als Frau nicht mit so einem Gedanken leben kann. Wisst ihr, hätte ich diese Entscheidung getroffen und gesagt, okay, weil dann kommt ja das Zweite und jetzt entscheide mal, sollen jetzt 2 Föten getötet werden mit der Nadel, dem Fötus, das schon lebt, das schon Herz schlägt, das schon Finger hat, Zehen hat, Füße, alles dran ist, nur in ganz klein zu entscheiden, zu sagen, jetzt, ja, okay, machen wir jetzt 1, töten wir jetzt 1, töten wir jetzt 2, töten wir jetzt 3. Wir sollen jetzt entscheiden, okay, wollen wir jetzt Zwillinge bekommen, Drillinge oder Vierlinge? Wisst ihr, allein schon dieser Gedanke, so eine Entscheidung zu treffen, war für mich nicht normal, weil ich wusste ganz genau, hätte ich diese Entscheidung getroffen und sagen wir mal, ich hätte jetzt 3 Kinder. Hätte ich mir mit der Teilreduktion, wie nennt man das? Ich kenne kein anderes Wort außer umbringen. Hätte ich jetzt 3 Föten mit der Teilreduktion umbringen lassen, wüsste ich, wenn ich 3
Kinder dann hätte, ich würde mir immer mein ganzes Leben Gedanken machen um die anderen 3. Wie hätten die ausgesehen? Was wäre, wenn statt dem Kind, was lebt, das andere gelebt hätte? Wisst ihr, das ist einfach ein Gedanke und ich glaube, diesen Gedanken kann man nur haben, wenn man Mutter ist. Wenn es für einen nicht selbstverständlich ist, einfach so, wie man möchte, schwanger zu werden. Ja, sorry, ich habe gesagt, das wird emotional. Ich hätte einfach damit nicht leben können. Auch wenn dieser Gedanke daran furchtbar ist, dass die Schwangerschaft, also dass die Kinder zu früh auf die Welt kommen und sterben können, weil sie einfach zu klein sind. Oder dann eben aufgrund dessen eine Behinderung haben. Ich meine, natürlich spielt der Glaube eine Rolle. Denn wenn man ein gläubiger Mensch ist, dann hat man immer dieses Vertrauen. Also man hat ja dieses Vertrauen in Gott, dass man weiß, dass der liebe Gott um das Leben und Tod die Entscheidung trifft für das Leben und Tod und nicht wir. Aber ich weiß auch ganz genau, ich meine, okay, ich war ja schon immer gläubig, auch wenn ich konvertiert bin, bin ich ja katholisch aufgewachsen. Das heißt, ich habe nie daran gezweifelt, dass es einen Gott gibt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie ich denken würde, wenn ich eine atheistische Einstellung habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß es nicht genau, weil ich halt schon immer gläubig war halt eben. Und einfach diesen Gedanken zu wissen, dass dass man nicht immer die Macht hat, Dinge zu entscheiden. Aber ich weiß halt einfach, auch wenn ich diesen Glauben nicht hätte, wüsste ich, dass ich eben als Mensch, als Mutter, als Frau damit nicht leben hätte können, wisst ihr? Und ich kenne genauso viele Mamas, die jetzt nicht gläubig sind und die genauso fühlen. Und das könnt ihr mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben, falls ihr nicht gläubig seid, wie ihr in dieser Situation reagiert hättet. Das würde mich super gern interessieren. Also schreibt das gerne in die Kommentare, ob ihr mit so einer Entscheidung leben könntet. Ich kenne auch persönlich selber aus meinem Familienkreis jemanden, der eine Abtreibung hatte und zum Beispiel ich mache mir selber immer da Gedanken darüber. Das Kind wäre jetzt in dem und dem Alter. So, wisst ihr, was ich meine? Und wenn ich mir schon Gedanken über andere darüber mache, dann will ich mir gar nicht vorstellen, was für Gedanken ich alles hätte. Deswegen, ja, es war einfach meine persönliche Einstellung, dass ich mit diesen Gedanken mich nicht abfinden konnte. Allein eben diese Vorstellung, dass dem Embryo mit der Nadel ins Herz gestochen wird. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Wir sind dann rausgegangen, fix und fertig mit den Nerven von dieser Ärztin. Ja, mein Mann meinte sofort zu mir, weil ich war halt einfach super traurig nur und mein Mann war eigentlich total sauer, dass sie so herzlos, also er meinte auch zu ihr, wie können Sie denn so herzlos mit ihr sprechen? Also zu mir hat er halt gezeigt, wie können Sie die Frau so fertig machen? Sehen Sie nicht, wie sie weint? Wie können Sie denn so herzlos sein? Und er meinte dann auch zu mir sofort, komm, lass uns in ein anderes Krankenhaus gehen, woanders hin. Die kann doch nicht so reden. Wo ich dann meinte, komm, das ist normal. Die muss halt so reden. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt ihre ärztliche Sicht. Sie hat halt nicht die hat ja nicht diese andere Sichtweise zu sagen, wenn der liebe Gott möchte, dann wird das Ganze klappen. Ich meinte dann so, nein, komm, wir bleiben hier bei diesem Krankenhaus, weil wir wussten, dass so oder so die Babys einfach viel zu früh auf die Welt kommen werden und dann eben in einem Krankenhaus noch bleiben müssen, in so einem Inkubator müssen. Das wussten wir halt. Das war halt einfach klar, dass wenn wir uns für diese Kinder entscheiden, dass die auf jeden Fall viel zu früh auf die Welt kommen werden. Und dann habe ich gesagt, hier ist halt auch eine gute Kinderklinik und es ist halt in der Nähe und wir werden ja hier ins Krankenhaus fahren müssen. Komm, lass mal, meinte ich zu ihm, lass sie einfach reden. Wir schauen einfach, wie es weitergeht. Und dann hat sie mir dann nochmal irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, nach 1 oder 2 Wochen nochmal einen Termin gegeben. Und genau in dieser Zeit, und das meine ich ja, wenn man sich mit dem Thema Mehrlinge gar nicht so beschäftigt, hört man, also man kennt eben halt nur dieses, ja, Zwillinge, klar, Drillinge, Vierlinge. Das war so, was ich immer so kannte, aber von Fünfling und alles weitere da hinaus habe ich vorher noch nie gehört. Plötzlich, wenn man selber in der Situation ist, auf einmal kriegt man auf einmal voll viel mit und es war so witzig, weil genau in der Zeit auf einmal hatte ich in den Nachrichten gehört, dass in Ägypten eine Frau 6 zur Welt gebracht hat. Ich habe das gesehen in den Nachrichten. Sie haben sogar die Frau gezeigt und die Kinder kurz. Die Frau lag halt noch so im Krankenhaus im Bett und dann haben sie kurz die Kinder gezeigt und halt gemeint, die Kinder sind gesund. Und als ich das dann gehört habe, oh
oh mein Gott, wie ich mich gefreut habe, einfach so nochmal mitzubekommen, dass in dem Moment, wo ich mit Sechslingen schwanger bin, eine Frau Sechslinge entbunden hat und es allen anscheinend gut geht, hat mir dann so Mut gemacht und ich war dann so voller Hoffnung, oh, als diese 3 Monate um waren, ne, wie gesagt, ich war ja immer darauf eingestellt in den ersten 3 Monaten, dass diese Schwangerschaft eventuell kaputt geht, dass ich die Kinder verliere. Aber als diese 3 Monate um waren, war ich fest davon überzeugt, ich bekomme Sechslinge. Ja, als ich dann diese Nachricht noch gehört habe, war ich so voller Hoffnung und so motiviert. Und dann hatte ich diesen zweiten Termin auch wieder dann im Krankenhaus bei der gleichen Ärztin und bin so voll stolz und mit voller Hoffnung und Motivation dann zu dem Termin gegangen. Bin dann so reingekommen und dann auch als allererstes meinte ich dann so zu ihr, ja, Frau Doktor, haben Sie das gehört? In Ägypten sind gesunde Sechslinge zur Welt gekommen. Gott, ihr Blick, allein ihr Blick und sie so aber auch wirklich so in diesem Ton, ja, habe ich gehört, aber die sind bestimmt behindert. So, das war ihre Aussage. Und ich dann so, nein, die haben aber in den Nachrichten gesagt, die sind gesund. Und ihre Antwort darauf war dann, nee, auf gar keinen Fall. Hätten Sie mal letztens hier gesehen, die war mit Drilling schwanger, wie die Frau aussah. Also so, ich kann gar nicht ihre Art nachmachen, aber ihre Art, wie sie das so gesagt hat, nee, das ist nicht möglich. Das ist nicht machbar. Also so grob, so eklig. Und dann in dem Moment habe ich einfach gesagt, nee. Also ich möchte mir das nicht antun. Ich war so mit voller Hoffnung so ermutigt, bin dann zu ihr hingegangen und sie hat dann wieder meine Hoffnung und alles zunichte gemacht und wieder meine Moral runtergebuttert, wo ich dann meinte, okay, nein, ich gehe woanders hin. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte mir das nicht antun, weil ich habe diese Entscheidung getroffen und ich wollte einfach, dass man diese Entscheidung akzeptiert. Und deswegen habe ich für mich gesagt, nein, ich möchte mir das einfach nicht mehr antun und mich mit so einer Person untersuchen lassen. Und wie gesagt, überhaupt die ganze Stimmung war total komisch, wie die uns da angeguckt haben, als wenn wir vom anderen Stern wären. Ich weiß es nicht, ganz, ganz doofe Sache. Ich glaube, ich werde das Ganze, es sind jetzt 45 Minuten. Ich werde das natürlich noch zusammenschneiden, aber wenn ich jetzt noch weiter erzähle, wird es doch super, super lang. Ich denke, ich mache das doch dann in 2 Teile und erzähle euch dann nächste Woche, wie es dann weiterging. Wir haben dann nämlich das Krankenhaus gewechselt und dann geht's darum, wie ging es dann weiter. Ne? Wir waren jetzt hier ungefähr bis bei der 17. Schwangerschaftswoche angelangt und deswegen denke ich, den Rest erzähle ich euch dann im zweiten Video, damit das nicht zu lang für euch wird. Ich danke euch, falls ihr bis hierher zugeschaut habt, euch meine Geschichte angehört habt. Ihr könnt mir sehr gerne unter den Kommentaren schreiben, was denkt ihr, wie hättet ihr in so einer Situation reagiert, wenn ihr die Nachricht bekommen hättet, ihr bekommt Sechslinge? Das würde mich sehr, sehr interessieren, vor allem eben auch, egal welche Glaubensrichtung oder gar keinen Glauben. Wie denkt ihr darüber? Wie hättet ihr als Mensch, als Frau, als Mutter entschieden? Das interessiert mich sehr, also schreibt das bitte gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim Teil 2 dann wieder. Ja, mit mehr Taschentüchern und so, denn da kommen noch ganz, ganz heftige Sachen auf euch zu. Und ich finde es selber so erstaunlich, mir kommt alles immer noch vor wie gestern, wie die Geburt war und das alles. Und das erzähle ich euch dann inshallah im zweiten Video. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lässt und den Kanal abonniert und vielleicht eben die Benachrichtigungsglocke aktiviert, damit ihr dann das zweite Video auch nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann inshallah beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.